Schon Konfuzius wusste, in allen Dingen hängt der Erfolg von den Vorbereitungen ab. Vor jedem Spiel unserer U19 starten die bereits zu Wochenanfang in Person von Sebastian Sommer, Spielanalyst für den BVB-Nachwuchs. Also meistens schaue ich mir 3 Spiele vom Gegner an, plus jetzt, da wir ja schon in der Rückrunde sind, nochmal das Spiel aus der Hinrunde. Und dass ich dann einen Highlight-Clip sozusagen erstelle für die Trainer auch, wo der Gegner vorgestellt wird, wo klar ist, was er offensiv macht, was er defensiv macht. Und aus diesem Highlight-Clip wird dann nachher quasi eine Präsentation erstellt, die dann auch der Mannschaft gezeigt wird, damit die Mannschaft weiß, was am Wochenende ja auf sie zukommt. Es geht jetzt nicht nur immer darum zu schauen, was der Gegner macht, sondern es geht dann relativ schnell auch um uns, weil wir natürlich unsere Mannschaft weiterentwickeln wollen, unsere Spieler. Und genau, und das wird aufbereitet, wird dann mit dem Trainerteam besprochen und dann nachher, wie gesagt, der Mannschaft vorgestellt. Sowohl der Mannschaft als gesamtes Team, als auch einzelnen Spielern, wenn es um Gegenspieler oder dergleichen geht oder um gewisse Verhaltensweisen, die wir von einzelnen Spielern auf gewissen Positionen sehen wollen. Die Gegneranalyse. Auftakt in eine arbeitsintensive Trainingswoche. Jetzt gilt es, die Erkenntnisse vom Bildschirm auf den Rasen zu bringen. Und so tagt das Taktiktriumvirat. Trainer Benjamin Hoffmann, Co-Trainer Daniel Rios und Analyst Sebastian Sommer. Es geht darum, einen Matchplan am Wochenende zu kreieren, der A, uns treu ist, also unserer Philosophie entspricht, zu sagen, wir wollen über Ballbesitz, über Powerfußball die Jungs weiterentwickeln, der aber dann trotzdem auch auf die Gegner passt. Also was wird der Gegner uns anbieten, welche Räume, und deswegen geht es in dieser Sitzung vorrangig dann auch darum, ja, einen Matchplan zu entwickeln fürs Wochenende, für das Spiel, um den Jungs dann später die Lösungen zu präsentieren, die wir im Training tagtäglich üben, die sie dann auch schon hoffentlich aus dem FF kennen und dann auch erfolgreich Fußball spielen. Was wichtig ist, ist eben, dass Basti Fußball versteht auch. Ne? Es ist nicht nur also das, was er technisch eben, die Videos nur nicht zusammenschneidet oder schaut. Er erkennt auch natürlich schon frühzeitig, wo die Schwächen sind, auch vom Gegner oder die Stärken auch, wo er uns darauf hinweist. Wir gucken uns natürlich auch immer den Gegner an und die Spieler an und tauschen uns aus, aber es ist natürlich extrem wichtig, dass er diesen Fußballverstand auch eben hat und noch darüber hinaus eben, dass er auch weiß, wo unsere Stärken sind. Spieleröffnung über Dreierkette oder 2 Innenverteidiger. Sechser oder Außenverteidiger mit in die Dreierkette nehmen, eventuell sogar mit seitlich abkippender 6 agieren, Fragen über Fragen. Spielerische Lösungsansätze gibt es reichlich. Ja, manchmal dauert es länger, manchmal geht es sehr schnell. Hängt immer so ein bisschen davon ab, was auch der Gegner uns anbietet oder welche Lösungsmöglichkeiten wir Trainer auch untereinander diskutieren. Also man merkt immer wieder, dass es Fußball kein richtig und falsch gibt, sondern einfach immer wieder neue Ansätze oder andere Ansätze, und das passiert natürlich auch hier bei uns im Kollegenkreis. Also da kann es sein, dass für eine Situation wir mit 3 Köpfen 3 Lösungen haben, und dann müssen wir 3 uns versuchen zu einigen, welche dann vielleicht die passende auf uns ist. Mach das nochmal fertig, lad's dann nochmal hoch. Ja, dann haben wir es. Dann weiß ich das. Sehr gut. Teamsitzung mit Videoanalyse, wie immer, 2 Tage vor dem Spiel. Am Wochenende steht das Duell mit der Borussia aus Mönchengladbach auf dem Programm. Im Hinspiel gab es einen 2:0 Sieg. Allerdings ist man beim BVB gewarnt. Okay, Gladbach! Gladbach ist in der Rückrundentabelle vor uns. Und sie sind ich sag ja, der schlafende Riese. Aus 10 geschossenen Toren machen sie aber 16 Punkte.
Auf jeden Fall ist es so, dass sie interessiert sind, dass sie Bock darauf haben. Klar, sie kennen es aus Funk und Fernsehen, sie kennen es aus den Medien, sie kennen es von den Profis und sie wollen sich da natürlich auch verbessern und dementsprechend nehmen sie es an und haben da auf jeden Fall Bock drauf. Wichtig für uns, wenn Sie also jetzt mit 2 Innenverteidigern eröffnen, wie laufen wir an? Was ist unsere Grundregel? Stürmer, wenn wir es schaffen, nach außen wegzuspielen, was wichtig? Äußerer rückt rein. Okay, um den Außenverteidiger einfach abzubrechen. Das ist einfach die grundsätzliche Regel. Kommt es über die andere Seite, genau das Gleiche, 7 macht zu. Das heißt, die 3 Rock'n'Roll gegen 4. Okay, Jungs? Außen vorbeizuspielen, gegen Zweikampf zusammen, Das ist natürlich sehr wichtig, um sich einfach noch intensiver und genauer auf die Gegner vorbereiten zu können. Und es ist schon sehr entscheidend, da auch auf die Kleinigkeiten Wert zu legen und einfach den Gegner genau zu kennen auch und Stärken und Schwächen genau zu analysieren. Also ist es unser Ziel, Gladbach 90 Minuten lang unter Stress zu setzen. Okay, Jungs? Das muss unser Ziel sein. Okay, Männer? Ja. Auf jetzt. Die 20-minütige Mannschaftssitzung, Basis der weiteren Vorbereitung. Und wie der Fußball geht auch das Thema Videoanalyse stets neue Wege. Die fortschreitende Digitalisierung macht es möglich. Ja, also erstmal die Spiele analysiere ich mit Sportscode, die verschiedenen Spiele, die ich mir angeschaut habe. Daraus in Sportscode erstelle ich dann auf dem Rechner lokal auch den Highlight-Clip. Und dann wird es hochgeladen über eine Sharing-Plattform, die Huddle heißt, die auch mit Sportscode kompatibel ist. Und dann kann ich die Sachen teilen, sowohl mit dem Trainerteam als auch nachher, wenn wir die Besprechung gemacht haben, mit den Spielern, dass die sich auch im Nachhinein nochmal die einzelnen Szenen nochmal anschauen können und die Möglichkeit haben, quasi die Sitzung, die wir mit ihnen hatten, nochmal zu rekapitulieren und ja, die Möglichkeit haben, nochmal sich individuell auf ihren Gegner vorzubereiten. Das liebste Spielzeug eines jeden Jugendlichen heutzutage, natürlich das Handy. Patrick Osterhage und Julius Schell bilden da keine Ausnahme, nutzen ihr Smartphone allerdings sinnvoll. Persönlich gucke ich mir die gestellten Szenen vom Trainerteam nochmal an auf Huddle und da ist es schon gut, das nochmal vielleicht vorm Spiel oder halt genau vorm Spiel, 1 Stunde, 2 Stunden vorm Spiel sich nochmal anzugucken, um das nochmal sich zurück in den Kopf zu holen und im Kurzzeitgedächtnis zu haben, um dann einfach optimal aufs Spiel vorbereitet zu sein. Ein ganz wichtiger Bestandteil der Spielvorbereitung, die Trainingseinheit unmittelbar nach der Videositzung. Jetzt sollen die mannschaftstaktischen Lösungsansätze verinnerlicht werden. Trainer Hoffmann tritt dabei immer wieder in Dialog mit seinen Schützlingen. Manu, nimm ruhig 3 Kontakte. Wir erwarten Gladbach im 4-4-2 mit einer 9 und einer 10er, also einer, der praktisch immer unter 6er zu. Okay, Jungs? Für Pink ist jetzt was wichtig, Kobi? Kompaktheit herstellen, genau, was noch? Verlagerung immer drin haben! Worum ging es gestern in der Videoanalyse? Okay, hast du Huddle? Ja, dann guck's dir bitte an. Enzo, aktiv sein, alle aktiv sein! Ja, das ist ein Prozess des Lernens. Das ist auch ein Prozess der Überprüfung, ob es bei den Jungs angekommen ist. Es geht darum, Prozesse zu optimieren und vielleicht auch zu automatisieren. Denn wenn man etwas tagtäglich 1 Million Mal macht, dann ist es einfach in Blut übergegangen. Und dann wissen wir auch, dass die Jungs das auf dem Platz als ja, Automatismen umsetzen können. Und umso einfacher fällt denen dann auch genau das ja, im Spiel darzustellen, im Spiel auch mit einer Überzeugung daran zu gehen und den Matchplan umzusetzen. Für Beobachtung und Korrektur verlässt sich das Trainerteam nicht nur auf die eigenen Augen, der modernen Technik sei Dank. Auf 300 Quadratzentimetern haben sie alles ganz genau im Blick. Wir haben ja jetzt hier im Training so ein bisschen die Defensivstrategie für das Spiel am Wochenende ja, mit den Spielern trainiert. Und ich nutze das Tablet dafür, dass ich hier auf die Kameras zugreifen kann, die hier am Platz installiert sind und dann so ein bisschen ja kontrollieren kann, ja, wie sind unsere Abstände, wie stehen die Spieler zueinander, wie funktioniert das Anlaufen. Und dann halt habe ich die Möglichkeit gegebenenfalls
Rückmeldung zu geben zum Trainer, dass er dann auch nochmal eingreifen kann, falls etwas vielleicht nicht so läuft, wie wir das vorbereitet haben oder wie wir uns das vorstellen. Die Tage der Vorbereitung zeigen ganz deutlich, die Videoanalyse nimmt immer mehr Einfluss auf die alltägliche Trainingsarbeit und hat sich als unverzichtbare Hilfestellung etabliert. Das gilt auch für den Spieltag. Okay, Pause. Nächstes Mal bei Inside BVB. Daniel, im Aufbau Missner auf jeden Fall Positionen mal korrigieren, weil er steht immer zu tief. Ja, sehe ich. Hey. Ihr müsst alle, Manu, Ala, Enzo, Yassin, Emre, ihr müsst diesen Weg in die Box suchen. Wir kommen nicht in die Box. Ihr spielt, das seht ihr gleich in der zweiten Szene auch nochmal, ihr spielt hier vorne, alles gut. Aber Enzo, guck mal, wo du stehst.